Hallo Internet. Honda hat eine neue Enduro vorgestellt, die CRF 450L. Und ich durfte damit fahren. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn ich war selber hobbymäßig so ein bisschen Enduro und bin damit eigentlich auch schon die Zielgruppe dieser Maschine. Honda sagt also von der 450L, das soll ein Motorrad sein, mit dem man legal, L wie legal kann man sagen, von Trail zu Trail fahren kann. Finde ich ein sehr ehrenwerter Ansatz, denn wie viele sicherlich wissen, ist es also so, dass die echten Hard-Enduros nur homologationsfähig sind mit 12 oder so PS. Und das bedeutet natürlich, dass man auf der Straße oder im öffentlichen Verkehr damit eigentlich immer illegal unterwegs ist. Und aber die Motorräder, die also offen zulassungsfähig sind, meistens keine echten Enduros mehr sind. Insofern toller Ansatz. Aber es gibt da einen Haken, dazu kommen wir vielleicht gleich. Zunächst mal 450L abgeleitet vom Motocrosser CRF 450R. Das bedeutet also stabilen, wettbewerbserprobten Alurahmen, fette, stabile Showa-Federelemente. Ja, also das ist alles letzten Endes wettbewerbserprobtes Zeug. Natürlich einige Modifikationen, also die Fahrwerkskomponenten wurden weicher für Enduro abgestimmt. Der Motor hat mehr Schwungmasse, zahmere Steuerzeiten, also das übliche Programm, um so einen Motor eben ja, ein bisschen zu zähmen. Und natürlich die ganzen Straßenverkehrszulassungsordnungsteile. Also es gibt ein LED-Licht, LED-Blinker, Kennzeichenhalter, Rückspiegel und so weiter. Das wirkt auch sehr gut gemacht. Also das ist nicht so, dass das irgendwie dran gebastelt wirkt, sondern das ist sehr, sehr stimmig. Und trotzdem hat es Honda also geschafft, dass das Motorrad nur 130 Kilo wiegen soll. Das finde ich ein sehr achtbarer Wert. Zunächst mal das Fahrwerk. Das funktioniert super. Also man mag dem Motorrad seine Leichtigkeit an. Es ist letzten Endes einfach so, dass mit so einem Motorrad viel mehr geht als mit jeder 650er Enduro und auch erst recht sowieso als mit einer Reiseenduro. Klar. Ist eine echte Enduro. Das bezieht sich auch auf die Ergonomie. Also das Ding ist schön hoch, schön schmal und hat eine irre Bewegungsfreiheit auf der Sitzbank. Man kann also bis zum Tankdeckel rutschen oder ganz nach hinten. Das ist also echte Enduro-Ergonomie mit entsprechend wenig Komfort. Dann vielleicht mal zum Thema Motor. Also jetzt ist es so, viele haben ja im Vorfeld schon mitgekriegt, das Motorrad wird mit 25 PS angegeben. Das ist nicht besonders viel für eine 450er und das ist wiederum der Legalität geschuldet. Also in USA, wohl dem Hauptmarkt dieses Fahrzeugs, dort bekommt man 40 PS. Das ist, wie ich finde, eine schöne, realistische Leistungsangabe. Jetzt geht es beim Endurofahren nicht nur um Leistung, aber man fragt sich natürlich schon, 450er mit 25 PS, da wäre vielleicht mehr gegangen. Man könnte jetzt natürlich diesen Motor aufmachen auf die 40 PS, die also in den USA ausgeliefert werden. Der ist relativ einfach über eine Ansaugdrosselung und das Steuergerät gedrosselt, aber dann wäre die Legalität hin. So wie der Motor ist und das, was das Fahrzeug sein soll, reichen die 25 PS. Der Motor steigt eigentlich unten schön kräftig ein. Diese Optimierungsmaßnahmen funktionieren also, legt dann in der Mitte schön linear, aber eher verhalten zu. Und nach oben hat man also irre Drehzahlreserven, aber es kommt halt nichts mehr. Das kann man langweilig finden, aber das kann man auch kräfteschonend finden und einfach zu fahren. Also mir hat es an Leistung mit meinem bescheidenen Fahrkönnen nicht unbedingt gefehlt. Aufregend war es aber auch nicht unbedingt. Was mir eher gefehlt hat, wäre noch mehr Schwungmasse gewesen. Also man mag dem Motor seine Abstimmung vom Motocrosser immer noch an. Der dreht zwar schön leichtfüßig hoch und der läuft auch extrem vibrationsarm, das ist ja angenehm, aber der hat auch nicht die Schwungmasse, die es einem in so Trial-artigen erster Gang, Wurzel, verblockten Passagen irgendwie leicht macht. Also mir ist er ein ums andere Mal ausgegangen, einigen anderen auch. Also ich glaube, dass die gedachte Zielgruppe dieses Fahrzeugs sich eher mehr Schwungmasse wünschen würde von so einem Motorrad. Wir haben dann das Standgas ein bisschen hochgedreht. Das hat auch viel gebracht, aber unterm Strich muss man sagen, ist das Fahrwerk die größere Stärke der CRF als der Motor. Vielleicht noch ein Wort zur Erstbereifung. Da ist ein Mischreifen drauf, der im trockenen Gelände noch gut funktioniert. Wenn es dann matschig wird, muss was anderes drauf. Der Reifen kann aber auch Straße, wo die CRF überhaupt für eine Enduro sehr, sehr gut funktioniert. Also die hat ein Sechsganggetriebe, das ist sehr sinnvoll. Die hat eine sehr kräftige Bremse und die fährt halt einfach mit dem geringen Gewicht richtig schön handlich. Und das Fahrwerk funktioniert auch auf der Straße super.
Ja, also vielleicht als kurzes Fazit ein zwiegespaltener Eindruck. Fahrwerk, geringes Gewicht, Verarbeitung, Optik, alles hervorragend. Motor, Leistung okay, man würde sich vielleicht mehr wünschen, aber man kann damit leben. Mir wäre eher mehr Schwungmasse wichtiger bei so einem Hobby-Enduro-Fahrzeug. Und letzten Endes wird es, glaube ich, für viele am Preis scheitern. Also soll ein Hobbygerät sein, aber es ist eingepreist wie Profi-Ware für 10.700 Euro. Muss also letzten Endes jeder für sich entscheiden. Ich jedenfalls finde es wunderbar, dass Honda also sich dem legalen Enduro-Fahren so ein bisschen annimmt mit der CRF 450L.